Die Studierendenschaft der Christian-Albrechts-Universität verwaltet ihre Angelegenheiten demokratisch. In verschiedenen Wahlen haben die Studierenden die Möglichkeit, die Mitglieder der Verwaltungsgremien mitzubestimmen. Doch eine Demokratie funktioniert nur mit einer freien Presse. Diese Aufgabe übernimmt an der CRU die Studierendenzeitung der Albrecht. Ich bin Jibril, selbst Mitglied der Redaktion und gebe euch heute einen Einblick in die Arbeit des Albrechts. Im Jahr 1999 wurde der Albrecht von Studierenden gegründet, doch wie es damals genau angefangen hat, weiß heute niemand mehr so wirklich. Fest steht jedoch, dass seitdem der Albrecht an der CRU auf 8 Seiten in 3 Ressorts über hochschulpolitische Geschehnisse, gesellschaftliche Themen und Kultur berichtet. Der Albrecht erscheint 4-mal pro Semester online und in Print mit einer Auflage von 5000 Exemplaren und wird unentgeltlich von der Druckerei der Kieler Nachrichten gedruckt. Die Redaktion des Albrechts ist jedoch vollkommen unabhängig und hat allein Einfluss auf den Inhalt. Mein Name ist Eileen Linke, ich bin jetzt schon seit 2018 beim Albrecht und bin jetzt hier seit Januar die Chefredakteurin und schreibe auch fleißig Artikel, mache Zeichnungen und ja, macht sehr viel Spaß beim Albrecht. Ich bin Janne Kaschube, ich bin seit 2019 beim Albrecht. Ich bin durch einige Ämter hier durch. Ich habe die Kultur eine Zeit lang geleitet, jetzt bin ich inzwischen beim Social Media Team. Welche Rolle nimmt der Albrecht deiner Meinung nach an der Uni ein? Ich glaube, dass eine Universitätszeitung immer einen großen Teil dazu beitragen kann, vielleicht Probleme einmal aufzuzeigen und auf der anderen Seite auch wiederzuspiegeln, was eigentlich gerade in den Köpfen von den Menschen an einer Universität gerade Thema ist. Wir sind eine der Institutionen, die halt komplett unabhängig von allen politischen und hochschulrelevanten Themen berichten können, was wir wollen, was wir für wichtig erhalten. Und wir sind so vielleicht mit dem Campusradio so die Einzigen, die das machen können, die das leisten können. Seit wann bist du beim Albrecht? Was sind deine Aufgaben? Verschiedene. Das ist auch immer ganz im Ermessen, wie man mit dieser Rolle umgeht. Ich bin jetzt inzwischen so ein bisschen die Schnittstelle geworden, auch zwischen der Redaktionsleitung und dem, was am Ende rauskommt auf Social Media. Mit im Überblick behalten, wann welche Veröffentlichungen stattfinden, ein bisschen Input geben zu neuen Dingen, die wir ausprobieren möchten. Wir haben im Social Media Team die Möglichkeit, mal was Neues auszuprobieren, was ein bisschen weg von dem klassischen Journalismus geht, ein bisschen ins 21. Jahrhundert kommen. Das ist auch ganz schön. Genau, da mache ich viel. Ich bin viel engagiert beim Design, beim Posting. Ich kommuniziere mit Redakteurinnen und mit den Leitungen der Ressorts, dass da alles ein bisschen da ist. Und nebenbei mache ich auch noch, was Grafiken und Zeichnungen angeht, viel. Ich muss auf jeden Fall viel organisieren. Erstmal, dass die Zeitung überhaupt steht, dass wir den Kontakt mit den Kieler Nachrichten haben, die so nett sind und die Zeitung für uns drucken. Und dass wir schauen, dass die Artikel müssen geplant werden und ich bin viel im Gespräch mit den ganzen tollen anderen Menschen bei uns im Leitungsteam, die auch ganz viel mit Artikelplanung und Hilfestellungen zu tun haben, dass ich da dann auch noch unterstützend tätig bin und eigentlich so den ganzen Überblick darüber habe, was jetzt eigentlich in der nächsten Ausgabe ansteht. Warum und wie bist du zum Albrecht gekommen? Ich fand Artikelschreiben schon immer toll und habe dann 2018 endlich den Mut gefasst, weil ich immer dachte, die können alle so toll schreiben und die sehen alle so professionell aus, wenn die da dann in ihrer Zeitung dann da stehen. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt probiere ich es auch mal aus und habe dann festgestellt, dass die alle total offen und nett sind und dass man so viel lernen kann. Und ja, habe festgestellt, dass nicht nur Artikelschreiben toll ist, sondern auch Social Media oder Website-Design. Das sind alles Dinge, mit denen ich vorher keine Berührung hatte, aber hier die Möglichkeit bekommen habe, das zu lernen. Ja. Meine Mitbewohnerin war lange Zeit die Chefredakteurin hier und irgendwann war ein Loch in der Kultur. Da fehlte ein Artikel, der eine halbe Seite ausfüllen sollte und da wurde ich gefragt, hey, du hast doch mit Musik ganz viel zu tun, hast du Lust, was über Musik zu schreiben? 2 Wochen später war ich beim Albrecht und bin irgendwie nie wieder weggekommen. Die Redaktion des Albrechts besteht momentan aus ca. 20 aktiven Mitgliedern, die sich in der Vorlesungszeit jeden Dienstag um 20 Uhr treffen, um die nächste Ausgabe zu planen und zu gestalten. Die Chefredaktion leitet die Sitzungen und hat einen besonderen Blick dafür, dass alles so funktioniert, wie es gewünscht ist. Jedes Ressort hat darüber hinaus eine eigene Leitung. Außerdem gibt es noch das Lektoratsteam, das Social Media Team und die Distributionsverantwortliche für die Printausgabe. Es sind also eine ganze Menge Mitglieder dafür notwendig, dass eine gelungene Zeitung erscheinen kann. Der Produktionszyklus einer Ausgabe gliedert sich in 6 Schritte und beginnt mit der Themensammlung.
Meistens gibt es ein Leitthema, das den Charakter der jeweiligen Ausgabe stark beeinflusst. In der darauf folgenden Redaktionssitzung wird innerhalb der Ressorts besprochen, wie die Arbeit läuft, wo es noch Schwierigkeiten gibt und was vielleicht nicht so klappt, wie erhofft. Nach dem Redaktionsschluss, zu dem alle Artikel vorliegen müssen, machen sich alle Redakteurinnen daran, die Artikel ihrer Kommilitoninnen zu lesen und konstruktiv zu kritisieren. In der folgenden Redaktionssitzung wird diese Kritik gemeinsam besprochen. In der vorletzten Sitzung wird gemeinsam geschaut, wie die Ausgabe genau aussehen soll. Außerdem macht sich das Lektorat an die Arbeit. Schließlich wird die Zeitung gedruckt und veröffentlicht. Zuletzt wird ein Distributionsplan erstellt, damit die Zeitung täglich in den Mensen ausliegen kann. Der Zyklus endet mit der Blattkritik, bei der die gesamte Redaktion nochmal kritisch ihr Werk begutachtet. Was gefällt dir besonders an journalistischer Arbeit? Dass man so viele Themenbereiche abdecken kann, für die man sich interessiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel Biologie studiere und dann beschäftige ich mich natürlich mit diesem einen naturwissenschaftlichen Bereich, aber im Journalismus kann ich ja wirklich alles irgendwie einmal reinschnuppern, ohne dass ich jetzt wirklich Experte sein muss. Die Vielfältigkeit. Ich finde die Dinge, die außerhalb passieren, das heißt Social Media als neues Medium, super interessant. Und auch das ganze Admin, was hinterher ist, die ganze Planung, die da reingeht, ist sehr spannend. Was wünschst du dir für die Zukunft des Albrecht? Ich wünsche mir, dass wir auf dem Campus, glaube ich, noch ein bisschen bekannter werden, unsere Auflage vielleicht nochmal erhöhen würden. Aber am meisten freue ich mich halt immer darüber, wenn wir positives Feedback bekommen und sehen, die Leute lesen das auch. Und da wünsche ich mir einfach, dass noch mehr Leute irgendwie auch zu uns kommen, dass wir vielleicht auch eine größere Community an der Universität werden könnten, dass man diesen Austausch hat. Mehr Sichtbarkeit. Ich treffe immer wieder Leute, gerade nach den letzten Semestern, die uns noch nie gesehen haben, die keinen Zugang zu der Arbeit haben, die wir hier leisten. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass mehr Leute uns mal in die Hand nehmen würden und uns eine Chance geben könnten, dass wir beweisen können, dass wir wirklich wichtig sind. Wie kann man zum Albrecht kommen? Was muss man können bzw. wollen? Erstmal, man muss gar nichts mitbringen. Dadurch, dass wir ja alle Neulinge sind in diesem Bereich und ja in den meisten Fällen noch gar keine journalistische Erfahrung haben, die bekommen wir ja hier. Hier bekommt man den ersten Berührungspunkt, man lernt, wie man Artikel schreibt, man lernt, wie man Bilder macht und alles Mögliche. Das heißt, man muss nur Interesse mitbringen, dass man irgendwie mal reinschauen möchte. Man muss noch nicht mal Artikel schreiben wollen, man kann nur Fotos machen oder sich im Social-Media-Bereich betätigen. Und ja, man kann entweder zu unseren Sitzungen einfach kommen, die finden immer dienstags um 20 Uhr statt, dann hier im WSP 3 und ab dem Wintersemester dann wieder. Und ansonsten kann man uns einfach bei Instagram anschreiben oder unsere Mail benutzen und dann einfach anschreiben, dass man mitmachen möchte und dann werdet ihr einfach dann zu uns kommen und dann kümmern wir uns um euch. Ja. Wie viel Zeit kostet die Arbeit beim Albrecht? Ich persönlich einiges. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also in einigen Wochen im Zyklus bin ich komplett raus. Da habe ich nicht viel zu tun, außer das, was ich freiwillig noch geben möchte. Gerade wenn es ans Ende geht, jedes Zyklus, das heißt, die Zeitung ist gedruckt und geht raus, dann sitze ich da schon mehrere Stunden täglich teilweise und bereite Dinge vor, kommuniziere mit den RedakteurInnen. Manche können auch nur eine Stunde pro Woche da reinstecken. Voll okay. Das kommt immer darauf an, welche Aufgaben man übernimmt. Also mein Engagement ist wirklich sehr zeitaufwendig, aber ich habe ja auch mit der Chefredaktion einfach die meisten Aufgaben. Aber wer jetzt sagt, er möchte einen Artikel schreiben, da muss man halt eigentlich natürlich, klar, man muss schreiben, man muss die Recherche machen und da muss man eigentlich schon diesen einen Monat, bis dann das Ganze gedruckt wird, da muss man schon halt Zeit für investieren. Aber es ist natürlich ja auch für eine richtig coole Sache, deswegen macht man es natürlich auch gerne. Wir haben ja auch viele Ressortleitungen zum Beispiel oder Cheffotografen in der Bildredaktion oder Social Media zum Beispiel. Und da natürlich mit den Aufgaben, die man übernimmt, nimmt man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit rein. Das kann man gar nicht so in Stunden berechnen, aber oft fühlt sich das auch gar nicht so an wie investierte Zeit, sondern es macht einfach Spaß. Es steckt also einige Arbeit in der Produktion nur einer Ausgabe des Albrechts. Wenn du das nächste Mal in der Mensa isst, dann schau doch mal, was deine Kommilitoninnen so geschrieben haben. Oder komm zu den Redaktionssitzungen, wenn du Lust auf Journalismus hast. Jede und jeder ist willkommen.